Hallo meine Lieben und willkommen zurück auf meinem Kanal. Ja, heute ist ein besonderer Tag, denn ich habe einmal ein ganz anderes Video für euch vorbereitet, nämlich das hier. Ihr könnt mich nämlich heute begleiten und euch anschauen, wie so ein Tag im Leben einer Deutschlehrerin aussieht. Und wie ihr wisst, arbeite ich ja viel von zu Hause aus. Daher werden wir uns jetzt auch viel mehr in diesen Räumlichkeiten aufhalten. Nichtsdestotrotz habe ich heute ein volles Programm. Heute ist Drehtag, deshalb habe ich mich heute auch geschminkt. Und ich bekomme heute auch noch Besuch von einer besonderen Person, die ich euch auch noch vorstellen werde. Ja, und ansonsten zeige ich euch einfach, wie mein Alltag so aussieht. Also normalerweise stehe ich nicht immer um 6 Uhr auf, aber weil dieser Tag, wie gesagt, so voll ist und ich so viele Sachen unterbringen möchte, musste das heute einfach sein. Also ich bin normalerweise kein Morgenmensch. Das bedeutet, meine perfekte Zeit zum Aufwachen ist 8 Uhr. Da wache ich auf, ohne dass ich einen Wecker brauche. Aber wie gesagt, heute handelt es sich um eine Ausnahme. Ja, ich habe mir gerade eben einen Kaffee gemacht, weil ich auch am Morgen nicht wirklich frühstücken kann, also zumindest nicht so früh. Ich bekomme erst relativ spät am Morgen Hunger und ich zwinge mich da jetzt auch nicht zu. Also, der Kaffee ist es heute und ja, wir starten gleich, denn ich habe heute auch noch eine wichtige Ankündigung auf Instagram. Heute gehe ich nämlich noch einmal live und da spreche ich heute mit euch, falls ihr dabei sein werdet und das Video erst nachträglich seht, wisst ihr es ja schon, über die deutsche Aussprache und ich gebe euch Tipps, wie man sie verbessern kann. Also, was heute auf dem Programm steht, und das muss ich mir auch alles aufschreiben, sonst vergesse ich irgendwas. Erstens, Videos auf Instagram, YouTube und TikTok hochladen, wie jeden Tag. Zweitens, Videos für YouTube drehen, unter anderem dieses. Drittens, ich muss mich noch vorbereiten fürs Live-Gehen auf Instagram. So, das hört sich jetzt erstmal nicht so viel an, aber ich habe ganze 6 Videos zu drehen heute und zu sichten. Sichten bedeutet, dass man sich das gedrehte Material, also die gedrehten Videos, anschaut, um sie auf Fehler zu korrigieren. Denn wenn welche da sind, muss man eventuell das ganze Video nochmal neu drehen. Zum Beispiel, wenn der Ton mal nicht funktioniert oder die Kamera ausgeht oder unscharf ist. Ja, das sind alles Sachen, die man mit einplanen muss. Aber ja, so ist das nun mal. Gut, dann würde ich sagen, starten wir. Ach, und eine Sache, die ganz wichtig ist und die ich eben gerade vergessen habe auf meiner To-Do-Liste zu erwähnen, ist natürlich, eure E-Mails und eure Nachrichten zu beantworten. Ich bekomme täglich so viele Nachrichten von euch und das freut mich natürlich riesig und ich gebe mir jeden Tag Mühe, dass ich so viele von diesen Anfragen wie möglich beantworte. Und das mache ich jetzt erstmal für die nächste Stunde. So meine Lieben, jetzt habe ich soweit alle E-Mails beantwortet und jetzt gehe ich zu meinen Social-Media-Kanälen, also Instagram, TikTok und YouTube und schaue mir da an, welche Kommentare und Nachrichten ihr mir geschrieben habt und versuche so viele wie möglich zu beantworten. Übrigens, wenn ihr Anfragen zu meinem Kurs oder Privatunterricht habt, ist es für mich immer einfacher, wenn ihr mir eine E-Mail schreibt, weil ich dort alle Informationen für euch schneller und besser bereitstellen kann. Hier auf Instagram passiert es manchmal, dass ich eure Nachrichten einfach nicht sehe, weil sie schon zu weit unten in der Liste sind. Und daher, wenn es eine dringende Anfrage ist, schreibt mir also unbedingt eine E-Mail. Die findet ihr hier auch nochmal unten unter dem Video oder auf meiner Webseite www.deutsch1.net. Nur damit ihr Bescheid wisst. Weiter geht's. Damit bin ich jetzt auch durch. Mein neues Video habe ich auch schon hochgeladen und zwar ist es diesmal das Video eklig, Synonyme dafür. Und ja, ich bin mal gespannt, wie es bei euch ankommt. Wir haben jetzt fast 10 Uhr. Ich kann gar nicht glauben, wie lange ich an den E-Mails, Nachrichten und Kommentaren gesessen habe. Und ich habe auch noch in den Deutschkursen einige Kommentare beantwortet. Denn vielleicht wisst ihr es schon, in meinen Deutschkursen gibt es Hausaufgaben, die die Teilnehmer in die Kommentare schreiben können. Und mein Team und ich korrigieren sie dann für sie. Also das hat auch nochmal Zeit in Anspruch genommen. Aber die Hausaufgaben sind super. Ich bin jedes Mal
beeindruckt davon, wie fleißig und ja, einfach wie fleißig ihr seid und wie gut ihr schreiben könnt. Jetzt habe ich auch schon ein bisschen Hunger, das heißt, ich mache mir gleich etwas zu essen. Vorher werde ich allerdings noch das Setting für meine YouTube-Videos aufbauen und das zeige ich euch gerade. Das Setting ist aufgebaut und wir sind jetzt wieder in der Küche. Und ich habe festgestellt, mein Kühlschrank gibt leider nicht ganz so viel her. Normalerweise esse ich morgens immer gerne Spiegelei oder Rührei. Haben wir nicht. Aber ich habe noch Tofu im Kühlschrank und ich habe mal gesehen, dass man aus Tofu so eine Art Rührei machen kann. Ich bin noch ein bisschen skeptisch, aber ich werde das heute einfach machen, denn ich esse tatsächlich nicht gerne süß am Morgen. Also wenn ich morgens schon frühstücke, dann muss es eher herzhaft sein. Ja, und daher werde ich jetzt Tofu-Rührei machen. Mal sehen, wie ich das hinkriege. Jetzt habe ich gefrühstückt. Es war okay. Also Rührei ist mir lieber, aber es war nicht schlecht. Man konnte es essen. Das nächste, was ich jetzt tun werde, ist eine Ankündigung auf Instagram zu machen, denn ich möchte heute um 19 Uhr live gehen. Und das mache ich jetzt einfach mal schnell. Damit ihr richtig deutsch klingt. Also, macht unbedingt... Nee. Es klappt nicht immer so, wie man sich vorstellt. Manchmal muss ich die Sachen auch zweimal aufnehmen. So, das posten wir jetzt noch schnell. Ich musste jetzt gerade wieder mein Handy neu starten, weil Instagram bei mir immer ein bisschen problematisch ist. Es hat ein paar Bugs und wenn ich ein Video hochlade, dann hängt es sich manchmal auf. Also das heißt, es wird nicht abgespielt, sondern es bleibt still, also wie ein Foto. Und das ist natürlich nicht der Sinn. Deshalb muss ich mein Handy manchmal neu starten, gucken, ob es ein Update gibt. Aber derzeit sieht es so aus, als ob es keine Updates gibt. Mal schauen, ob das jetzt funktioniert. Ja, jetzt funktioniert es wieder. Manchmal muss man technische Geräte einfach nur ein- und ausschalten. Die Story ist jetzt hochgeladen und jetzt geht es ans Videos drehen. Dafür brauche ich diese Kamera. Das heißt, ich werde jetzt behind the scenes oder hinter der Kulisse mit meinem Handy weiterfilmen und hoffe, dass die Qualität auch so gut ist. Aber wir werden es sehen. Wir werden das Kind schon schaukeln. Wir werden das Kind schon schaukeln bedeutet übrigens, das kriegen wir schon hin, das schaffen wir, das klappt. Also, mal schauen, wie mich die Technik heute unterstützen wird. Eine kurze Verschnaufpause. Von den 6 Videos, die ich geplant habe, habe ich heute nur 3 abdrehen können. Mit dem, das ich jetzt gerade aufnehme, also dem Vlog, sind es nur 4. Das heißt also, 2 weitere Videos muss ich an einem anderen Tag drehen, denn ich habe gleich noch einen weiteren Termin, beziehungsweise bekomme Besuch von einem lieben Teammitglied von Deutsch 1. Isabel, vielleicht habt ihr von ihr gehört. Sie hat nämlich meinen Konversationskurs geleitet und wir haben ein paar neue Projekte, die wir zusammen besprechen möchten. Genau, und deshalb habe ich jetzt leider keine Zeit mehr weiter zu drehen. Und wenn unser Termin vorbei ist, plane ich das Live auf Instagram. Dann spätestens ab 8 Uhr habe ich auch Feierabend. Aber jetzt heißt es noch mal ein bisschen Energie tanken. Ich mache mir gleich noch einen Kaffee. Das ist der 2. Normalerweise trinke ich immer nur einen Kaffee pro Tag.
aber heute müssen es 2 sein. Ich bin ja schließlich um 6 Uhr aufgestanden. Genau, ich werde jetzt hier das Gröbste abbauen und dann alles vorbereiten für das Meeting, für das Deutsch 1 Meeting. Hier seht ihr einmal mein Wohnzimmer, das hier ganz klar zu einem Film- und Fotostudio umfunktioniert wurde. Ich weiß gar nicht, ob ihr das hier so richtig seht, weil die Belichtung so schlecht ist. Mal gucken, was ich hier machen kann. Gut, die Kamera, die will halt nicht. Aber ihr seht hier zumindest die Lichter. Das ist hier so ein sogenannter Teleprompter. Ich stelle jetzt mal die Kamera um. Also es gibt manche Videos, für die schreibe ich ein Skript, weil ich es einfach finde, wenn ich dann schneide, dass ich mich nicht zu oft verhasple. Also verhaspeln bedeutet sich versprechen oder die Buchstaben, wenn man schnell redet, vertauschen. Und da ist es ganz gut, ein Skript zu haben. Das erspart mir dann beim Schnitt sehr, sehr viel Zeit. Bei manchen Videos, die so ein bisschen spontaner sind oder die ein bisschen persönlicher sind, wenn es zum Beispiel um Empfehlungen geht oder um Tipps geht, dann habe ich nur ein grobes Skript und rede die meiste Zeit frei. Also ich mache es dann immer von dem Thema des Videos abhängig, ob ich den Teleprompter benutze oder eben nicht. So, jetzt mache ich mir aber endlich meinen zweiten Kaffee und das wird wahrscheinlich auch der letzte heute sein, sonst bin ich zu nervös. Und dann mache ich hier klar Schiff. Klar Schiff machen bedeutet Ordnung machen. Genau, und dann sehen wir uns wieder, wenn Isabel da ist. Meine Lieben, ich habe gerade eben eine Nachricht auf Instagram bekommen. Das ist so schwer, die Kamera, ich muss sie gerade mal abstellen. Da bin ich wieder. Also ich habe gerade eben eine Nachricht auf Instagram bekommen, wo jemand geschrieben hat, dass er oder sie, den Namen nenne ich natürlich nicht, sich sprachlich einfach nicht weiterentwickelt. Das heißt also, sie immer noch große Probleme beim Sprechen hat. Und diese Person hat auch gesagt, dass sie Angst hat, Fehler zu machen. Und das kenne ich natürlich, dieses Gefühl. Also jeder, der einmal eine Fremdsprache gelernt hat, der wird das Gefühl kennen, wie es ist, nicht das sagen zu können, was man will und Angst zu haben, Fehler zu machen und was die anderen von einem denken werden. Und hier geht es einfach nur darum, dass man seine Gedanken zu diesem Thema Fehler und Angst vor Verurteilung ein bisschen ändert. Denn im Prinzip machen wir unsere Fortschritte von anderen Menschen abhängig, die eigentlich keinerlei Bedeutung für unser Leben haben. Also, wenn ihr jetzt ein Gespräch mit irgendeiner Person führt und ihr macht zum Beispiel Grammatikfehler oder euch fällt ein Wort nicht ein und diese Person verurteilt euch, dann sagt das doch viel mehr über die Person als über euch aus, oder? Jetzt einfach mal ganz ehrlich, wenn ihr jetzt aus eurer Perspektive jemanden kennenlernt, der eure Muttersprache lernt und ihr seht, dass der Lerner sich Mühe gibt und ihr seht, dass er versucht, eure Sprache zu lernen, dann verurteilt ihr ihn doch nicht, oder? Dann sagt ihr, wow, super, freut mich, dass du meine Sprache lernst, freut mich, dass du dir Mühe gibst, schön, dass du so gut vorankommst und man weiß halt einfach, dass manche Fehler irgendwann mit der Zeit ausgebügelt werden. Und deshalb macht euch nicht so viele Gedanken, was andere Leute über euch denken. Das ist wirklich das größte Problem unserer Gesellschaft. Das bedeutet jetzt nicht, dass wir alles machen können, was wir wollen und andere beleidigen und verletzen können. So will ich das natürlich nicht sagen und ich glaube, das ist auch klar. Was ich sagen möchte, ist einfach, eure Ziele und euer persönlicher Lebensweg ist doch viel, viel wichtiger als die Meinung einer Person, die ihr vielleicht 5 Minuten in eurem Leben, in eurem Umfeld haben werdet. Also, im besten Fall umgebt ihr euch mit Menschen, die euch unterstützen in eurem Vorhaben, die euch helfen, die euch auch verbessern und die wohlwollend sind. Das bedeutet Menschen, die euch Gutes wollen. Und alle anderen könnt ihr einfach aussortieren. Das sind meistens Menschen, die unzufrieden mit ihrem eigenen Leben sind,
Die gibt es einfach überall. In jedem Land, in jeder Kultur, in jedem Bildungsbereich. Solche Menschen gibt es überall und wir können nichts dagegen machen. Das einzig Wichtige ist, dass man seine eigenen Ziele vor Augen hält. Ich habe gerade noch einen Blick in die Nachrichten auf Instagram riskiert. Ich muss da unbedingt irgendwie eine Struktur reinbringen, weil ich immer wieder mich dabei erwische, wie ich die Nachrichten durchscrolle. Aber da waren auch wichtige Fragen. Und eine Frage, die mir gestellt wurde, ist: Was ist das Schlimmste, was man in einer mündlichen Prüfung machen kann? Und ich sage euch, es ist nicht das, was ihr denkt. Es ist nicht, einen Grammatikfehler zu machen. Das Schlimmste, was man in der mündlichen Prüfung machen kann, eigentlich sind es zwei. Wenn man einen Gesprächspartner hat, einen Monolog zu führen. Hier ist eine Spinne auf meiner Kamera. Wie kommt die denn hierher? Das kann zum Teil dazu führen, dass man die Prüfung nicht besteht. Und zweitens, das wirklich Schlimmste, was man in der mündlichen Prüfung machen kann, ist zu langsam zu reden und die Sätze nicht zu beenden. Also es spricht nichts dagegen, dich selbst zu korrigieren. Also wenn du zum Beispiel einen Satz gesagt hast wie: Ich gehe in der Stadt, und dann sagst du: Ich meine in die Stadt. Wunderbar, wird dir nicht als Fehler angerechnet, keiner sagt etwas. Wenn du aber einen Satz formulierst und immer wieder im Satz hin und her springst, dann ist das ein K.O.-Kriterium. Jetzt klingelt's, aber das wollte ich noch sagen. Also, den Satz unbedingt zu Ende führen. So, meine Lieben, hier ist der besondere Besuch, von dem ich gesprochen habe. Das ist die liebe Isabel und seit diesem Jahr ist sie auch Teammitglied von Deutsch 1. Isabel, was machst du eigentlich bei Deutsch 1? Ja, hallo. Ich korrigiere ganz fleißig eure Texte, die ihr alle so in Claras Programm einreicht, auf allen Niveaustufen A1, B1, B2 und finde es immer ganz spannend, was ihr da so erzählt. Oder ganz oft, wenn ihr da einen Kommentar dann seht mit ein paar Korrekturen, dann stecke ich da dahinter und habe das für euch korrigiert. Genau. Das ist so eine Sache, die machen wir halt zusammen, weil es sind einfach so viele Hausaufgaben und so viele Texte und das schafft man alleine nicht. Daher ist Isabel eine riesige Unterstützung. Und du hast auch noch den letzten Konversationskurs geleitet von Deutsch 1. Genau. Ja, da haben wir gemeinsam mit 6 Teilnehmenden, waren wir, oder? Genau, den Konversationskurs gemacht, haben uns über ganz unterschiedliche Themen unterhalten. Das war auch super spannend, die Leute kennenzulernen und so zu erfahren, was sie alle so machen und was sie so zu erzählen haben. Ja, und der ist auf jeden Fall auch sehr gut angekommen bei den Teilnehmern und deshalb planen Isabel und ich jetzt auch schon fleißig das nächste Projekt und ihr dürft gespannt bleiben. So, Isabel ist jetzt wieder weg. Wir waren produktiv, wir haben ganz schnell unsere Aufgabe erledigt und weshalb wir uns gesehen haben, wir planen einen neuen Live-Kurs, das heißt also mit Zoom für euch und mehr Informationen gibt es dann auch auf Instagram, aber natürlich auch hier. Genau, und jetzt habe ich noch ein klein bisschen Zeit, ich mache mir noch schnell was zu essen. Es ist jetzt schon mittlerweile 4 Uhr und dann mache ich als allernächstes eine kurze Vorbereitung für das Live heute auf Instagram. Und dann hoffe ich einfach nur, dass alles gut klappt und die Technik heute mitspielt und das Internet läuft. So, meine Lieben, ich bin jetzt fertig. Ich habe jetzt Feierabend zum einen, aber ich bin auch wirklich fertig, denn wir haben jetzt gerade 7:45. Und es ist sehr viel passiert am heutigen Tag. Meine Konzentration lässt jetzt auch gerade ein bisschen nach, wie ich merke. Aber ich bin sehr froh, dass alles geklappt hat und dass ich das meiste von meiner To-Do-Liste abhaken konnte. Ja, es war wieder sehr schön, live zu gehen. Das habe ich ewig nicht mehr gemacht. Ich habe viele tolle Kommentare, viele nette Kommentare und Fragen gestellt bekommen. Ja, und das Ganze mache ich natürlich demnächst auch mal auf YouTube. Also, falls ihr Interesse daran habt, lasst es mich in den Kommentaren wissen und lasst mich auch gerne ein Thema wissen, das ich eurer Meinung nach behandeln sollte, wenn ich live gehe. Ansonsten freue ich mich natürlich, wenn ihr mir hier auf meinem Kanal folgt und dieses Video liked. Und natürlich auch, wenn ihr mir auch auf den anderen Kanälen folgt. Also bei Instagram ist es so, dass ihr da tägliche Stories von mir bekommt. Also ihr seht nochmal irgendwie einen etwas persönlicheren Einblick. Auf TikTok poste ich so gut wie alles durcheinander.
Und ja, hier auf YouTube natürlich habe ich lange Videos, kurze Videos, also eine bunte Mischung aus allem. Nun wünsche ich euch aber auch einen schönen Tag, Morgen, was auch immer gerade bei euch ist. Und wir sehen uns im nächsten Video.